Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon wieder mal im Schlafzimmer, weil der liebe gute Ehemann hat schon wieder Urlaub. Es ist nämlich meine Geburtstagswoche. Wir haben heute Montag. Wir waren schon einkaufen. Heute Morgen ist es hier Land unter gewesen. Es hat so geschüttet. Meine Güte, kam da viel Wasser von oben runter. Und windig ist es. Es ist jetzt schon seit ein paar Tagen sehr windig. Naja, so viel dazu. Also wir waren einkaufen. Ich habe einen Foodhaul gedreht. Den hast du sicherlich gesehen. Hoffe ich zumindest. Und ja, morgen ist Dienstag. Wer hätte es gedacht, dass nach Montag Dienstag folgt? Und morgen, also genau genommen in 9 Stunden und 15 Minuten Zeit jetzt, habe ich Geburtstag. Ich habe Geburtstag, ich habe Geburtstag, ich habe Geburtstag. Ja, 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 ja. Ob ich gerne Geburtstag habe? Vielleicht. Ich habe sehr gerne Geburtstag. Ich freue mich so sehr auf morgen. Aber wir haben ja jetzt Montag. Und ich dachte, ich gebe mal ein kurzes Leseupdate. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich euch das im letzten Vlog gezeigt habe. Auf jeden Fall lese ich was Neues. Und zwar lese ich Sweeter Than Pumpkin Spice. Dieses hier. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht so viel weiter. Also ich bin jetzt auf Seite, lass mich mal gucken, 109, Kapitel 8. Es ist irgendwie bisschen langweilig. Es ist irgendwie, weil ich kann nicht ja genau sagen, was da los ist. Also es geht hier um Sadie. Sadie ist so ein Gothic-Mädel und falls ihr ihn hört, ist der Ehemann. Der zockt gerade WoW. Offenbar ist er gerade gestorben. Und Sadie kommt eigentlich von so einer kleinen Stadt. Ihr Papa ist Kürbisbauer und naja, sagen wir mal so, sie war ein schwieriger Teenager und sie versteht sich mit ihrem Dad auch nicht so richtig gut und jetzt kam sie aber aus der großen Stadt zurück, also aus LA, weil ihr Dad sie angerufen hat, weil der Dad muss weg, er muss nach irgendeine andere Stadt, um seinem Bruder zu helfen, weil der ist krank geworden und hat sich, glaube ich, ein Bein gebrochen oder so. Und jedenfalls soll sie jetzt die Farm übernehmen für das große Kürbiswiegen. Und tatsächlich kommt sie auch, obwohl sie eigentlich ihren Dad nicht so wirklich mag und eigentlich auch die Kürbisse irgendwie alle doof findet. Und ja, es ist irgendwie passiert ja relativ wenig. Es ist ein bisschen sehr schleppend. Ich trage das ja auch immer bei Redo ein und ich kann dann immer sehen, was andere dazu geschrieben haben, ab so einem bestimmten Abschnitt. Und da sind wirklich sehr viele, die meine Meinung teilen, die das alles irgendwie ein bisschen sehr lahm finden und nicht spannend und irgendwie passiert nicht so richtig was. Und mit dem Protagonisten wird man nicht so richtig warm und ja, also an sich ist das Buch optisch sehr, sehr schön, aber inhaltlich ist es schwierig. Ich glaube, ich werde es zu Ende lesen. Also ich versuche es auf jeden Fall noch bis zur Hälfte zu lesen. Wenn es dann wirklich immer noch nicht besser ist, ich glaube, dann kann ich es abbrechen, weil dann ist es verlorene Zeit, in der ich ein anderes Buch hätte lesen können. Ja, naja, gut, okay. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu meinem Geburtstag wieder. Und ja, ich hoffe, ich kann dich so gut es geht mitnehmen. Ich habe nichts geplant, also jedenfalls nichts, was wir so vormittags machen. Wir treffen uns ja abends zum Essen mit meiner Freundin. Da freue ich mich schon sehr drauf, meine Freundin zu sehen. Und aber tagsüber, ich hatte erst überlegt, ob wir nach Frankfurt reinfahren. Aber das Wetter soll morgen auch sehr gewöhnungsbedürftig werden. Weswegen ich mir dann überlegt habe, will ich dann extra bis nach Frankfurt fahren? Also um in den Hugendubel zu gehen, um neue Bücher zu kaufen.
Ja, also ich glaube, wir werden dann hier bleiben, bei uns in der Stadt und werden dann die Stadt unsicher machen und auch dort Kuchen essen. Ich werde keinen Kuchen backen dieses Jahr für mich selber, weil es sich einfach nicht lohnt. Wir werden in der Stadt, da haben wir einen Café, da gibt es eine riesige Kuchenauswahl und da werde ich mir wahrscheinlich ein Stückchen Kuchen bestellen und dann nehmen wir vielleicht auch noch eins mit nach Hause. Und ja, genau, also morgen wird auf jeden Fall die Stadt unsicher gemacht. Ich glaube nicht, dass ich mich noch für Frankfurt entscheiden werde. Ich glaube nicht. Genau, also so viel dazu. Ich gehe jetzt wieder ins Wohnzimmer mit meinem Computer. Wir sind sehr spät. Genau, bis morgen. Hallo, guten Morgen, meinem Geburtstag. Wir sind schon unterwegs. Wir waren schon frühstücken, habt ihr ja kurz gesehen. Und jetzt sind wir ein bisschen shoppen. Jetzt probiert der Mann gerade was an. Ich habe auch gerade was anprobiert und es war eine Katastrophe. Und der Mann probiert jetzt was an und dann geht's weiter. So, Dille, wir sind wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann, am Hintergrund vermutlich. Leute, ich wollte viel mehr filmen, aber wie es immer so ist, ich habe mich von dem ganzen Glitzerkram ablenken lassen. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber beim Vulvos ist es mir ehrlich gesagt gar nicht eingefallen zu filmen. Ich habe das Frühstück kurz mitgefilmt, beim C&A habe ich gefilmt und ziemlich schnell abgebrochen, weil dann plötzlich ein Mann kam. Ich es irgendwie unangenehm fand. Und ja, beim Talier war ich auf mich selber gestellt quasi. Der Mann hat sich hingesetzt und immer wenn ich ihm ein Buch gebracht habe, hat er darauf aufgepasst. Ja, also da war ich auch nicht irgendwie, habe ich auch nicht dran gedacht zu filmen. Und ja, an der Kuchentheke dann auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Es war einfach, ich habe es scheinbar einfach nur genossen, bummeln zu gehen. Aber ich habe meine Buchausbeute, die ich euch jetzt ganz gerne zeigen wollen würde. Vorher nehmen wir noch ein Schlückchen Lemon Coke. Liebe ich. Ich habe jetzt einen Tipp gekriegt für eine Lemon Coke von Vita Cola. Muss ich direkt mal beim nächsten Mal einkaufen gucken, ob ich die kriege. Mit Zitrone. Ich mag Zitronencola. Gut. Ich dengel euch hier mal dran. Moment. So, ich sag mal so, wenn ich das Mikro auch angemacht hätte, hätte es auch Sinn gemacht, dass ich mir die ganze Zeit vor der Gusche halte. Naja. Gut. Ich habe 4 Bücher mir ausgesucht. Oh, eins davon ist ein Weihnachtsbuch. Wir sind gespannt. Fangen wir auch direkt mit an, weil es liegt nämlich oben drauf. Und zwar heißt das Arsen und Butterplätzchen. Böse Weihnachtsgeschichten. Fand ich irgendwie nett. Außerdem fand ich das Cover unheimlich witzig. Und zwar dieses hier. Wie geil ist das bitte? Es sind so Kurzgeschichten. Kriminelle und böse Kurzgeschichten von Autorinnen und Autoren der mörderischen Schwestern e.V., des Syndikats e.V. unter anderem. Also, könnt ihr ja mal kurz hier luschern. Ich bin sehr gespannt. Ich fand das irgendwie drollig. Es ist auch nur ein ganz kleines Buch und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es ist. Wir sagen euch an den lieben Advent. Wir sagen euch an den lieben Advent. Was ist denn das für Deutsch? Aber okay. Wir werden sehen. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, in der Hälfte bin ich noch nicht angekommen. Gut, also das ist Buch Nummer 1. Da ist gerade was von oben runtergefallen. Auf meinem Balkon. War bestimmt ein Blatt. Dann habe ich mir von Stella Tuck Ever After die letzte Stunde ausgesucht. Dieses hier ist ein wahnsinnig dicker Wälzer. Ich habe den zweiten Teil immer noch nicht gelesen, aber das hier ist der 3. Teil. Er hat ganz schön viele Seiten.
Es hat, Moment, gibt es hier wieder Danksagungen. Wir gucken mal kurz. Ja, hat es. Moment. Es hat 674 Seiten. Das ist ja gar nicht viel. Also, ein dicker Wälzer mit Farbschnitt. Alle meine Bücher haben Farbschnitt, außer das Weihnachtsbuch. Das hat keinen Farbschnitt. Dann habe ich mir ausgesucht von Trisha Levenseller. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, als hätte ich von der schon mal was gelesen. Bin mir aber nicht sicher. Und hier muss ich sagen, es ist ein wahnsinnig schönes Buch. Es ist so schön. The Darkness Within Us. Dieses hier. Es ist so schön, dieses Buch. Also wirklich, es ist wirklich, schaut euch das an. Es ist ein Träumchen, wie schön dieses Buch ist. Also allein dieser Flask hier, traumhaft. Geschichte finde ich auch ganz nett. Ich halte es euch mal hier rein. Dann könnt ihr es lesen oder auch nicht, je nachdem, wie ihr wollt. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es ist okay groß geschrieben, finde ich. Und wir haben, wie viele Seiten? Ja, um die 400. 400 würde ich sagen. 410 Seiten. Ja. Und als letztes durfte mit, da muss ich auch wieder nachfragen, ob sie das überhaupt haben, weil ich es nämlich nicht gefunden habe. Und sie meinte, ja, das haben wir da. Dann haben wir gemeinschaftlich geguckt. Und da meinte ich so, das liegt bestimmt noch bei euch auf dem Wagen. Und recht hatte ich, es lag noch auf dem Wagen. Ja, ich mache es mal kurz auf, weil es ist nämlich eingeschweißt. Moment. Das finde ich schon sehr spannend, dieses Buch. Denn da geht es darum, dass jemand in die Hölle offenbar kommt und dort eine Hotline einrichtet für unzufriedene Dämonen. Genau. Willkommen in der Hölle. Das hier ist der Helpdesk. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist das Buch. Es sieht toll aus, finde ich. Ich zeige euch gleich noch das in dem. Das ist der Farbschnitt. Und wie man es hier so sieht, es ist so ausgeschnitten. Jetzt öffnen wir das mal. Das ist, wenn man es öffnet. Und dann sieht es ohne die Schutzfolie quasi aus. Also ohne, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ohne sein Mäntelchen. Aber seht ihr, das ist durchsichtig. Genau. Wunderschön. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Es ist auch ein dicker Wälzer, allerdings muss man halt auch sagen. Moment, ich fädel das hier gerade mal alles wieder ein. So, und wir haben, das ist auch relativ klein geschrieben, ne? Das ist viel Text auf einer Seite. Ach du grüne Neune, ich sehe gerade, wie viele Seiten das hat. Und so dünne Seiten. Okay. Moment, wir haben Seiten 841. Und die Seiten sind wirklich sehr dünn. Und die Schrift ist sehr klein. Puh. Aber es wird hoffentlich richtig toller sein. Seht ihr, wie klein die Schrift ist? Oh je. Okay, also dafür werde ich wohl eine ganz schöne Weile brauchen. Aber ich wollte es unbedingt haben. Ich habe das nämlich online irgendwo gesehen und fand es total gut. Und es gibt noch ein anderes Buch, was ich auch gerne hätte. Da ist, da haben die in der Hölle ein Callcenter aufgemacht. Das fand ich auch super witzig. Also da muss ich aber noch mal gucken, wie das heißt. Ich weiß gar nicht, wo ich mir das gespeichert habe. Auf jeden Fall, das will ich auch noch haben. Genau. Und ich habe noch 2 Pullover gekauft. Die kann ich euch auch schnell zeigen. Ich nehme euch mal kurz mit. Wo stelle ich ihn euch am besten ab? Am besten da drüben.
Also irgendwie auch nicht. Jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Moment, mal kurz gucken. Ah, nur von der Hessenwaren-App, also nicht so wichtig. Ich hole mal kurz die Pullover. Moment. Und zwar waren wir noch bei Kick. Ist so dunkel hier, ne? Also, ich habe mir hier einmal so ein Hoodie geholt. Es ist nicht richtig ein Hoodie, weil er hat halt nicht diese typische Mütze, aber er hat hier so einen ziemlich hohen Kragen. Und das mit dem Gold hier vorne ist zwar eigentlich nicht so meins, aber ja, angezogen sah der ganz vernünftig aus. Steht da überhaupt drauf? Enjoy every moment. Und das Geilste an dem Pullover ist ja, der hat Taschen. Der hat einfach Taschen. Richtig klasse. Und nicht diese durchgehenden, sondern richtige Jackentaschen quasi. Ja, also ich halte euch mal kurz vors Mikro. Das hier ist der Pullover. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Pullover geholt. Und zwar diesen hier. Er hat so einen schönen V-Ausschnitt. Und so, genau. Ein schönes Weiß mit roten Streifen. Das ist auch ganz hübsch. Genau, das war, was wir mitgenommen haben. Und dann haben wir jetzt noch Kuchen mitgenommen. Den gibt es vermutlich so in einer Dreiviertelstunde. Nur für mich und den Mann. Ich habe zwar auch eins fürs Kind mitgebracht, aber ja, der kommt so spät. Wenn der kommt, dann gehen wir schon essen. Also kann er sich das dann morgen, wenn er nach der Arbeit kommt, kann er das wahrscheinlich morgen dann essen. Genau. Habe ich ihm auch seinen Lieblingskuchen mitgebracht. Er liebt Bienenstich. Ich habe ihm ein Stück Bienenstich mitgebracht. Und tatsächlich haben die Männer heute auch was von mir bekommen, quasi. Also die Männer haben auch was ausgesucht. Für den Sohnemann haben wir eine Hoodiejacke mitgenommen in Rot, Schwarz und Weiß. Und also ist alles auf einer Jacke. Und der Ehemann hat sich eine Hose und 2 oder 3 Pullovers ausgesucht. Genau. Bei C&A haben sie dazu geschlagen. Genau. Aber wie gesagt, also für den Sohnemann haben wir es einfach mitgebracht. Beziehungsweise ich habe ihm Fotos geschickt. Er hat gesagt, ja, bitte kaufen. Und dann habe ich das gemacht. Genau. So, das war es jetzt erstmal. Später gehen wir noch essen. Und dann filme ich euch bestimmt noch mal das Essen auf jeden Fall ab. Und ansonsten filme ich jetzt gleich noch kurz was für ein Instagram-Reel für meinen Geburtstag. Genau. Gut, ich melde mich dann später nochmal. Bis später. So, geht's zum Essen. Ich glaube, die Kamera ist dreckig. Das ist auch nur mein Handy. Genau, also jetzt gehen wir zum Futtern. Los geht's. So, da sind wir wieder. Heute ist schon Donnerstag. Der Dienstag war ein wunderschöner Tag. Es war sehr, sehr schön und der Abend war im Restaurant super gut. Wir haben so lange da gesessen und gequatscht und das ist Restaurant, also wir waren irgendwann die letzten Gäste und sie haben schon überall angefangen, Licht auszumachen, bis ich dann meinte, ich glaube, das ist so ein kleiner Rauschmiss hier, wir sollten uns mal auf den Weg machen. Genau, und dann sind wir nach Hause und wir wurden gefahren, netterweise, auch wenn es kein weiter Weg war, aber trotzdem wurden wir gefahren. Und ja, hier zu Hause haben wir dann den Abend ausklingen lassen, indem wir, ich glaube, einen Film oder so geguckt haben. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Genau, und gestern am Mittwoch habe ich mich quasi wirklich den ganzen Tag nur ausgeruht. Irgendwie war ich auch wahnsinnig kaputt am Mittwoch. Und
ja, deswegen, also ich habe mich gestern ausgeruht, beziehungsweise wir haben uns gestern ausgeruht. Der Ehemann, der war auch total kaputt irgendwie. Ja, wir haben auch echt viele Schritte an dem Tag gemacht, muss man auch sagen. Und ja, ich wollte jetzt aber noch mal kurz was zu dem Buch sagen, was ich hier gelesen habe. Ich habe es abgebrochen. Also das ist so ein schlechtes Buch. Das hat von mir 0,5 Sterne gekriegt, weil es ist die Pest. Ja, also ich habe selten so ein schlechtes Buch gelesen. Also auch die Wortwahl da drin ist so, also ich kann wirklich mit vulgären Sachen umgehen und alles, aber das ist so dumm, so platt, so ganz furchtbar geschrieben. Und ich habe mir gedacht, nee, komm, Patty, die Zeit, die sparst du dir, du brichst dieses Buch jetzt ab und liest was Neues. Und ich habe mir jetzt auch was Neues ausgesucht. Tatsächlich ein Buch, was ich mir schon vor einer Weile gekauft habe, aber das auch immer noch so cozy und süß ist, was ich finde, das halt in den Herbst gut passt. Und wir haben ja immerhin noch ein paar Tage Herbst. Und zwar habe ich mir dieses hier jetzt ausgesucht. Wie gesagt, das lag jetzt hier schon eine Weile. Und das werde ich jetzt als nächstes lesen. Can't Spell Treason Without Tea. Honig, Tee und Hochverrat. Ich habe auch schon ein kleines bisschen angefangen. Ich bin auf Seite 18. Also noch nicht so weit. Also wirklich gerade am Anfang. Und hier wurde gerade ein Attentäter getötet. Und ja, genau. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere Teile von. Ich hoffe, die werden dann auch alle ins Deutsche übersetzt. Also hoffe ich. Genau, da kann ich also noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber ich bin gespannt. Es ist auch ein richtiger Wälzer. Wir haben hier ungefähr 450 Seiten. Also da werde ich ein paar Tage für brauchen. Zumal man ja auch immer Lust haben muss zum Lesen. Ne? Und manchmal habe ich einfach keine Lust zu lesen. Genau, so viel dazu. Was kann ich noch kurz berichten? Ich habe übrigens meinen Milchmauskalender bekommen. Das wollte ich noch anmerken. Das habe ich, glaube ich, nur auf Instagram erzählt, dass ich den Milchmäusekalender gekauft habe, dass ich den bekommen habe. Und die Coca-Cola mit Zitrone. Die Vita-Cola mit Zitrone, die habe ich heute gekauft. Die habe ich gerade probiert. Die ist leider nicht ganz mein Geschmack. Ich finde, die hat so einen sehr merkwürdigen Nachgeschmack. Ich kann aber nicht genau sagen, was das ist, was da so im Nachgeschmack so komisch ist. Der Mann mag sie auch überhaupt nicht. Also werde ich die jetzt alleine auswürfeln. Und ja, genau. Ansonsten habe ich heute einen Bananenkuchen gebacken. Eigentlich wollte ich das ganz anders machen, weil ich das für ein Video brauche. Aber vergesst es. Also das wird jetzt ganz lustig, mir daraus eine Form zu schnitzen. Ich werde euch aber nicht mitnehmen, weil wenn ich die Kamera dabei auch noch anhabe, bin ich so ultra nervös, dass ich so richtig verkacke. Deswegen lassen wir das. Ihr werdet dann das Ergebnis wahrscheinlich einfach nur sehen, wie es, wenn es fertig ist. Davor ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ach, und wo wir gerade dabei sind, Dinge zu erzählen. Ich werde dieses Jahr keinen Vlogmas machen. Da werden jetzt bestimmt einige von euch sagen, schade, vielleicht sagt es auch keiner. Ist auch okay. Aber ich habe für mich, glaube ich, beschlossen, dass es dieses Jahr keinen Vlogmas geben wird. Das ist das erste Jahr in 3 Jahren? 3 Jahre? 4 Jahre? 3 Jahren, glaube ich, in dem ich keinen Vlogmas machen werde. Denn, ja, weiß ich nicht. Ich finde, es gibt immer nicht genügend zu filmen und zu erzählen und zu zeigen. Und wenn ich mir dann was vornehme, funktioniert das wieder nicht. Und das hat mich letztes Jahr doch ganz schön abgenervt, um es nett zu sagen. Ich würde ein anderes Wort benutzen, und zwar mit F und U und CK. Aber das sagen wir hier ja eigentlich nicht. Deswegen, ja, ich werde dieses Jahr wohl keinen Vlogmas machen. Ich habe auch keine Kalender, die ich großartig auspacken könnte. Also ich habe den Milchmauskalender. Das ist alles. Und ja, also ich wüsste nicht, was ich euch jeden Tag erzählen sollte. Deswegen denke ich, lassen wir Vlogmas dieses Jahr auf jeden Fall einmal ausfallen.
Genau, falls du sonst irgendwelche Anregungen hast, die ich gerne mal umsetzen kann in diesen Videos hier, in Vlog-Videos oder auch in anderen Videos, schreib mir das gerne mal, dann können wir mal gucken. Vielleicht können wir da ja mal was machen von. Schauen wir mal. Es muss mir halt gefallen, ne? Genau. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Donnerstag. Lasst es euch dolle gut gehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, pass schön auf dich auf. Tschüss!